Bist du auch manchmal traurig? Klar bist du traurig, das war nicht die Frage. Der Satz geht weiter. Bist du manchmal traurig, weil du Freunde verloren hast, mit denen du dich einfach zerstritten hast, von denen du dich entfernt hast, die irgendwie vermeintlich anders ticken als du, wo es unüberwindbare Barrieren gibt, scheinbar? Ja, und das kann natürlich nicht nur Freunde betreffen, sondern auch Verwandte. Also allgemein Menschen, die, ich rede jetzt wieder von mir, die ich verloren habe, die aber noch nicht wirklich tot sind, sondern wo quasi nur die Beziehung tot ist. Und wo die Beziehung ja vielleicht von einer Seite oder vielleicht auch von beiden Seiten nicht unbedingt gewollt tot ist. Ja, und jetzt die Frage, wie komme ich damit klar? Also wie kommen wir als Mensch damit klar? Es kann sein, dass es lange Zeiten, wo man denkt, die sind mir egal. Und dann kann es immer wieder so sentimentale Momente geben, wo der Mensch denkt, oh, das wäre zu schön, wenn ich mich mit denen mal so wie früher unterhalten könnte, zusammen sein könnte. Ja, und das ist eben die Frage, hinterlässt so ein Gedanke nicht auch Wunden, beziehungsweise triggert er den Menschen, ich sage jetzt mal wieder, ich will das ja in meiner Form vorführen, triggert das nicht dann auch mich? Was mache ich dann? Die erste Methode, die ich anwenden kann, um diesen Trigger zu neutralisieren, wäre das Klopfen. Die zweite Methode wäre wieder Hand aufs Herz. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum will sie das überhaupt loswerden? Ich will das loswerden, weil es mir mit diesem Gefühl, dass mir da was fehlt und dass es mir im Herzen wehtut, dieses Gefühl möchte ich gar nicht haben. Das heißt, ich möchte an denjenigen denken können, aber eher so in dem Sinne, ja, war eine schöne Zeit, aber ist halt vorbei. Und eher auf eine neutrale Haltung überwechseln können. Und diese neutrale Haltung, die kann ich für mich erreichen, indem ich mich entsprechend behandle. Und wie das gehen kann, das zeige ich dir jetzt. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich denke mir jetzt jemanden, mit dem ich früher ganz viel Kontakt hatte. Das liegt allerdings jetzt schon 40 Jahre zurück. Und manchmal gehen meine Gedanken immer wieder in die Richtung, ja, was aus der Person wohl geworden ist. Und wie schön das wäre, wenn man sich einfach mal wieder treffen könnte. Aber es gibt keinen Kontakt. So, und damit sowas nicht immer wieder in der Seele bohrt und wehtut, würde ich jetzt sagen, stelle ich mir vor, dass ich diesen Kontakt haben möchte und fange an zu klopfen. Und zwar mit einem Schlüsselsatz. Mein Gefühl, dass ich zu Person XYZ gerne Kontakt haben möchte. Klopfe ich an dem ersten Punkt. Mein Gefühl, dass ich zu XYZ, und ich sage in meinem Hinterkopf den richtigen Namen, den ich aber hier nicht verrate, der ist ja auch uninteressant, zu XYZ gerne wieder Kontakt haben möchte. Mein Gefühl, und dann merke ich schon, ich habe regelrecht eine Sehnsucht nach diesem Kontakt und mein Gefühl, meine Sehnsucht nach dem Kontakt mit dieser Person. Mein Gefühl, meine Sehnsucht nach dem Kontakt mit dieser Person. Mein Gefühl, meine Sehnsucht nach dem Kontakt mit dieser Person. Mein Gefühl, meine Sehnsucht nach diesem Kontakt mit dieser Person. Und mein Gefühl, meine Sehnsucht nach dem Kontakt mit dieser Person. So, und das klopfe ich jetzt 1, 2 Runden weiter. Ich will das jetzt quasi, ich mache das jetzt, aber ich nehme euch nicht mehr mit, sondern kürze das Video gleich. So.
So, was passiert jetzt? Ich frage mein Herz. Hat sich was verändert? Und ich bitte mein Herz an der Stelle, zeig mir mal, wie sich diese Kontaktlosigkeit, wie der abgebrochene Kontakt sich für diese Herzebene anfühlt, wie sich das darstellt. Das war jetzt spannend. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich erlebe immer wieder was ich noch nie erlebt habe. Was jetzt passiert ist ein Gefühl, das fühlte sich wirklich ganz toll an, dass sich das, was zu diesem Kontakt gehörte, in meinem Herzen dermaßen ausbreitet, dass das Herz voll davon ist und dass ich gar kein Defizit habe. Also, dass es keine Notwendigkeit gibt, diesem Kontakt hinterher zu jammern, traurig zu sein, in sentimentale Gedanken zu verfallen, sondern dass sich das einfach jetzt im Herzen gefüllt anfühlt. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit auf einer höheren spirituellen Ebene. Könnte es sein, dass dieser Kontakt mit dieser Person auch wirklich so gemeint war, dass dieser Kontakt sich auf zig Jahre beschränkt, die dann das Herz gefüllt haben und dann war der Kontakt damit abgearbeitet, beziehungsweise war das, was aus dem Kontakt zu uns geraten sollte, also zu beiden Seiten, war damit erfüllt. Ja, im Moment fühlt es sich so an. Gut, das könnte schon die Lösung sein. Dieses Jammern um verlorene Kontakte könntest du jetzt aufgeben. Und ich sage es nochmal anders, dieses Jammern um verlorene Kontakte könnte ich also ab sofort aufgeben. Und dann wäre alles gut. Allerdings, wenn ich es nur über den Verstand aufgebe, macht es den riesen Unterschied. Deshalb arbeite ich sowohl mit der Klopfmethode als auch mit der Hand aufs Herz Methode, mit der ich fragen kann oder auch loslassen kann, wenn es noch Reste gibt, die mir mein Herz schwer machen in diesem Fall. Und das war's für heute. Alles Liebe für dich. Ach, und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du es gern jetzt nachholen. Und über einen Like-Daumen freue ich mich natürlich auch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und wenn du Freunde oder Bekannte hast, die auch manchmal das Problem haben, dass sie denken, oh, ich hätte gerne zu diesem oder jenem engeren Kontakt, aber der Kontakt ist komplett abgebrochen, ich weiß nicht mal mehr, wo die Person sich aufhält, dann teile dieses Video gern. Ciao, ciao!